Ich lese gern. Ich mache gerne Sport. Ich lese gern und ich mache gern Sport. Es regnet. Es ist warm. Es regnet, aber es ist warm. Ich esse etwas. Ich habe Hunger. Ich esse etwas, weil ich Hunger habe. Was habe ich immer mit dem zweiten Beispielsatz gemacht? Richtig, ich habe die Sätze miteinander verbunden. Und wie? Indem ich sogenannte Konnektoren benutzt habe. Konnektoren sind oft kurze Wörtchen, die die Eigenschaft haben, Sätze miteinander zu verbinden. Auf euren Wunsch hin geht es also im heutigen Video um diese sogenannten Bindewörter oder auch Konnektoren genannt. Diese sind zum Beispiel und, oder, aber, weil, obwohl, wenn, denn, da und so weiter. Grob unterscheiden wir bei den Konnektoren zwischen zwei Kategorien. Einmal Konjunktionen, die einen Hauptsatz mit einem anderen Hauptsatz verbinden, und Subjunktionen, die einen Hauptsatz mit einem Nebensatz verbinden. So theoretisch hier ein Beispiel mit der Konjunktion aber. Ich bin müde, aber ich gehe nicht ins Bett. Aber steht auf Position 0 und das Verb gehen auf Position 2, wie es in einem Hauptsatz üblich ist. Vor aber und auch nach aber steht ein Hauptsatz. Bei einer Subjunktion ist das ein bisschen anders. Hier ist ein Beispiel. Ich bin müde, weil ich immer viel arbeite. Hier haben wir die Subjunktion weil, nach der eben ein Nebensatz steht. Woran erkennen wir, dass es sich um einen Nebensatz handelt? Das Verb steht nicht auf Position 2, sondern am Ende des Satzes. Wir haben auch noch eine weitere spezielle Kategorie, und zwar die zweiteiligen Konnektoren. Zum Beispiel zwar, aber, weder noch, nicht nur, sondern auch, sowohl als auch, je desto, einerseits, andererseits und so weiter. Diese müssen wir uns aber einmal in einem gesonderten Video genauer anschauen. Wenn dich das Thema also interessiert, schreib es mir gerne in die Kommentare. Und bevor es weitergeht, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du dieses Video likest, meinen Kanal abonnierst und auch die Benachrichtigungen aktivierst. So, nun starten wir aber mal mit der Kategorie Konjunktionen. Das hier sind also die Konnektoren, die zwei Hauptsätze miteinander verbinden. Denn, und, aber, sondern, oder. Hier haben wir also nur 5 Stück. Diese Konnektoren stehen immer auf Position 0 und das Verb auf Position 2. Eine kleine Anmerkung: Normalerweise steht vor einem Konnektor immer ein Komma. Allerdings nicht bei den Konnektoren oder und. Das wirst du gleich in den Beispielsätzen auch nochmal sehen. Denn ich bin müde, denn ich schlafe immer sehr schlecht. Denn beschreibt einen Grund und beantwortet die Frage, warum. Und ich bin müde und habe Hunger. Oder ich bin müde und ich habe Hunger. Und verbindet zwei ähnliche Aussagen miteinander, sowohl ganze Sätze als auch nur Satzteile. Achtung, bis auf ein paar wenige Ausnahmen steht vor dem und kein Komma. Wie eben gesagt, kann und nicht nur zwei Sätze, sondern auch nur Satzteile miteinander verbinden. Zum Beispiel ich und meine Freunde sehen uns einmal im Jahr. Aber ich habe Durst, aber ich trinke nichts. Aber als Konnektor drückt immer eine Art Kontrast aus. Eine Konsequenz, die man nicht unbedingt erwartet. Vielleicht hast du es hier gemerkt, vor aber steht ein Komma. Sondern er ist nicht müde, sondern er ist krank. Oder er ist nicht müde, sondern krank. Sondern ist ähnlich wie aber, unterstreicht aber, dass eine Sache zur anderen im Kontrast steht. Oder ich mache Sport oder ich gehe in den Park. Hier ist es optional, ob du das Subjekt noch einmal nach oder wiederholst, da wir es ja schon am Satzanfang haben. Oder beschreibt, dass man nur eine von zwei Sachen machen kann. Also man kann sie nicht beide gleichzeitig machen. Auch vor oder steht, wie gesagt, kein Komma. Und wie gesagt, kann das Subjekt nach oder noch einmal wiederholt werden. Es kann aber auch weggelassen werden. Ich mache Sport oder gehe in den Park.
Wie und verbindet auch oder nicht nur ganze Sätze, sondern auch Satzteile. Zum Beispiel, möchtest du draußen oder drinnen sitzen? Das waren also die Konnektoren, die zwei Hauptsätze miteinander verbinden und dabei auf Position 0 stehen. Nun kommen wir zu den Konnektoren, die ebenfalls zwei Hauptsätze miteinander verbinden, aber nicht auf Position 0, sondern 1 oder sogar in der Mitte stehen. Im Duden werden diese Wörter auch als Adverbien bezeichnet und man kann sie entweder durch einen Punkt oder ein Komma vom anderen Satzteil trennen. Das sind zum Beispiel Adverbien, die Sätze miteinander verbinden. Daher, deswegen, zuerst, dann, dennoch, allerdings und so weiter. In manchen Grammatikbüchern werden sie auch als Adverbkonnektoren bezeichnet. Sie können im Vorfeld, Mittelfeld, Nachfeld oder auch direkt nach Position 1 stehen. Beispiel im Vorfeld: Die Geburtstagsfeier sollte heute stattfinden. Allerdings wurde sie abgesagt, da es regnet. Mittelfeld: Das ist allerdings kein Grund, schlecht gelaunt zu sein. Nach Position 1: Das allerdings ist kein Grund, schlecht gelaunt zu sein. Und hier ist eine Liste der Adverbkonnektoren, wobei wir sie der Einfachheit halber in verschiedene Kategorien unterteilen müssen. Wir haben temporale Adverbkonnektoren, die die Frage wann beantworten. Diese wären zum Beispiel dann, danach, anschließend, zunächst, davor, währenddessen und so weiter. Dann, danach und anschließend drücken eine Aufzählung aus. Zunächst bedeutet zuerst, davor benutzen wir, um Vorzeitigkeit zu beschreiben, und währenddessen drückt Gleichzeitigkeit aus. Und hier ein Beispieltext, damit du einmal siehst, wie sie in der Anwendung aussehen. Zunächst habe ich aufgeräumt. Dann habe ich die Wäsche gebügelt. Danach bin ich in den Supermarkt gegangen. Anschließend bin ich mit meinem Hund spazieren gegangen. Davor habe ich ihm etwas zu trinken gegeben. Währenddessen habe ich mir die Schuhe gebunden. Dann haben wir auch noch sogenannte kausale Adverbkonnektoren oder auch Konjunktionaladverbien, wie sie gerne genannt werden. Diese sind deswegen, deshalb, daher, darum, also und somit. Diese Konnektoren beschreiben den Grund und haben so ziemlich die gleiche Bedeutung. Beispiel: Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, daher, darum, deswegen, deshalb, also, somit gehe ich heute früher ins Bett. Zur nächsten Gruppe gehören die konditionalen Adverbkonnektoren. Wenn ist zum Beispiel ein konditionaler Konnektor, gehört jedoch nicht in die Kategorie Konjunktionen, weil es einen Haupt- und einen Nebensatz miteinander verbindet. Aber ich wollte dir hier einmal kurz die Bedeutung erklären. Eine Kondition beschreibt also, wenn etwas passiert, dann passiert auch etwas anderes. Also zum Beispiel, wenn das Wetter schön ist, gehe ich schwimmen. Zu der Kategorie der Adverbkonnektoren gehören unter anderem sonst, ansonsten und andernfalls. Ich möchte etwas trinken, sonst, ansonsten, andernfalls gehe ich keinen Schritt weiter. Also, wenn ich nicht etwas zu trinken bekomme, gehe ich keinen Schritt weiter. Dann haben wir noch die sogenannten konzessiven, also einräumenden Konjunktionsadverbien. Sie drücken eine Art Kontrast zum davor Gesagten aus. Sie beschreiben eine unlogische Konsequenz. Diese sind unter anderem trotzdem, dennoch, gleichwohl und nichtsdestotrotz. Beispiel: Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Trotzdem, dennoch, gleichwohl, nichtsdestotrotz war ich fit wie ein Turnschuh. Trotzdem wird dabei am häufigsten verwendet. Dennoch und gleichwohl gehören eher zur gehobeneren Sprache und nichtsdestotrotz verwenden wir eher in der Umgangssprache. Und schließlich die letzte Kategorie, die Adversativen, also die entgegengesetzten Konjunktionaladverbien. Hier vergleicht man im Grunde zwei Sachen, die entgegengesetzt zueinander sind. Adverbien dieser Kategorie sind zum Beispiel hingegen, dagegen, allerdings, dem gegenüber. Beispiel: Ich habe kein bisschen für den Test gelernt. Er hingegen
Er dagegen, er dem Gegenüber, hat die ganze Nacht am Schreibtisch gelernt. Dem gegenüber ist das Adverb, das wahrscheinlich am seltensten verwendet wird und viel häufiger in der geschriebenen bzw. gehobenen Sprache verwendet wird. Du hast nun sicher gesehen, dass diese Adverbien relativ flexibel einsetzbar sind, wie ich es vorhin am Anfang erwähnt habe. Mal stehen sie vorne, mal in der Mitte, mal hinten, mal direkt nach Position 1. Und mal werden sie durch einen Punkt und mal durch ein Komma vom ersten Satz getrennt. Nun kommen wir aber zu den Subjunktionen, also Konnektoren, die einen Hauptsatz und einen Nebensatz miteinander verbinden. Zur Erinnerung, ein Nebensatz ist ein Satz mit dem konjugierten Verb am Ende. Subjunktionen werden immer durch ein Komma vom ersten Satz getrennt und stehen immer direkt nach dem Hauptsatz oder Komma, mit ein paar Ausnahmen. Diese wirst du aber gleich sehen. Diese Konnektoren sind weil, da, das, wenn, sofern, ob, damit, obwohl, ob schon, obgleich, als, seit, seitdem, bis, sobald, nachdem, während, sodass, so dass und indem. Es gibt noch weitere, aber das hier sind einmal die wichtigsten und die am häufigsten verwendeten. Weil und da sind kausale Konnektoren und beschreiben den Grund. Sie beantworten die Frage warum, genauso wie die Konjunktion denn. Ich esse, weil oder da ich Hunger habe. Übrigens, wir können hier auch mit dem Nebensatz beginnen. Ich hatte ja gesagt, dass Weil-Sätze nach dem Komma stehen, aber wir können die Satzteile auch vertauschen. Zum Beispiel, weil oder da ich Hunger habe, esse ich. Achtung, wenn du das machst, müssen die zwei Verben im Satz direkt hintereinander stehen und durch ein Komma getrennt werden. Das wird oft nach Satzanfängen der Meinungsäußerung benutzt. Es beantwortet auch die Frage, was und gibt nähere Informationen über den Hauptsatz. Zum Beispiel, ich finde, dass du zu viel arbeitest. Oder es ist schön, dass du mich besuchst. Auch hier kann man Haupt- und Nebensatz vertauschen. Allerdings machen wir das nur sehr selten, da es stilistisch nicht so schön ist. Aber auch bei vertauschten Das-Sätzen gilt die gleiche Regel. Zwei Verben nebeneinander durch ein Komma getrennt. Wenn und sofern beschreiben eine Kondition, also eine Sache muss passieren, damit eine andere Sache passieren kann. Wenn und sofern beantworten dann die Frage wann. Zum Beispiel, ich gehe ins Schwimmbad, wenn das Wetter schön ist. Oder wenn das Wetter schön ist, gehe ich ins Schwimmbad. Man kann hier wenn auch durch sofern austauschen. Allerdings hört sich das dann viel gehobener an und daher benutzen wir es eher in der Schrift als Alltagssprache. Und nur dann, wenn wir auch wirklich besonders förmlich klingen wollen. Zum Beispiel, wir können gerne einen Termin vereinbaren, sofern Sie Zeit haben. Sofern Sie Zeit haben, können wir gerne einen Termin vereinbaren. Ob. Diesen Konnektor benutzen wir bei indirekten Fragen. Zum Vergleich, eine direkte Frage, kommst du zu meinem Geburtstag? Hier die indirekte Frage, ich wollte dich fragen, ob du zu meinem Geburtstag kommst. Weiteres Beispiel, ich würde gerne wissen, ob mein Paket schon versendet wurde. Oder ich wüsste gerne, ob das Ticket teuer ist. Mit damit beschreiben wir den Zweck einer Sache. Es ist oft ähnlich wie weil, aber doch nicht ganz. Weil beschreibt nämlich einen Grund und beantwortet die Frage warum, während damit eher den Sinn einer Handlung beschreibt. Also, ich mache Sport, damit ich fit bleibe. Ich esse Gemüse, damit ich gesund bleibe. Obwohl leitet wie trotzdem einen konzessiven Satz ein. Er zeigt einen Widerspruch. Etwas hat keine logische Konsequenz. Zum Vergleich, logische Konsequenz, ich esse gesund, deshalb bin ich fit. Also fit sein ist eine logische Konsequenz von meinen Bemühungen, gesund zu essen. Aber keine logische Konsequenz, ich bin immer krank, obwohl ich gesund esse. Oder obwohl ich gesund esse, bin ich immer krank. Das ist keine logische Konsequenz.
Trotzdem hat übrigens die gleiche Funktion wie obwohl, allerdings ist der Satzbau anders, denn du erinnerst dich, trotzdem ist ein Adverbkonnektor, der zwei Hauptsätze miteinander verbindet. Also, ich esse gesund, trotzdem bin ich immer krank. Der Trotzdem-Satz kann übrigens nie nach vorne verlagert werden. Immer daran denken. Also ich kann nicht sagen, trotzdem ich esse gesund, bin ich krank. Das funktioniert nicht. Entweder wir nehmen in so einem Fall obwohl oder die Präposition mit das, also trotz das. Trotz, dass ich gesund esse, bin ich immer krank. Obwohl ich gesund esse, bin ich immer krank. Synonyme für obwohl sind übrigens obschon und obgleich. Aber diese verwenden wir eher in der geschriebenen Sprache, weil sie zu formell klingen. Als. Als ist ein temporaler Konnektor. Genauso wie seit, seitdem, bis, sobald, während und nachdem. Zum Beispiel, als ich klein war, habe ich mit Puppen gespielt. Als du angerufen hast, war ich im Keller und habe die Wäsche aufgehängt. Andersherum, ich habe mit Puppen gespielt, als ich Kind war. Oder ich habe die Wäsche im Keller aufgehängt, als du angerufen hast. Achtung, als beschreibt eine einmalige Handlung oder ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit und darf nicht mit wenn verwechselt werden. Seit oder seitdem. Diese Konnektoren beschreiben, dass etwas in der Vergangenheit begonnen hat und noch jetzt andauert. Es beschreibt also eine Zeitspanne, die immer noch aktuell ist. Ich arbeite seit oder seitdem ich 16 Jahre alt bin. Bis. Bis ist eine zeitliche Angabe, die beschreibt, dass etwas in der Vergangenheit angefangen hat, aber an einem bestimmten Zeitpunkt beendet wurde oder beendet werden soll. Ich werde arbeiten, bis ich 67 Jahre alt bin. Bis ich 67 Jahre alt bin, werde ich arbeiten. Bis am Anfang benutzen wir jedoch etwas seltener. Sobald. Sobald bedeutet ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ich mache eine Weltreise, sobald ich genug Geld habe. Oder sobald ich genug Geld habe, mache ich eine Weltreise. Während. Während beschreibt eine Gleichzeitigkeit. Zwei Sachen passieren zur gleichen Zeit. Ich koche, während der Fernseher läuft. Während der Fernseher läuft, koche ich. Nachdem. Nachdem benutzen wir, um eine Nachzeitigkeit auszudrücken. Ich habe gekündigt, nachdem ich keine Gehaltserhöhung bekommen hatte. Also, ich hatte keine Gehaltserhöhung bekommen, aus diesem Grund habe ich gekündigt, später. In Nachdem-Sätzen benutzen wir gerne das Plusquamperfekt. Und hier sehen wir auch eine ganz wichtige Sache. Wenn wir einen Satz mit einem Hilfsverb formulieren, wie zum Beispiel hatte, werden oder sein, das sind alles Hilfsverben, oder auch einem Modalverb, so stehen diese ganz am Ende, also direkt nach dem Vollverb. Nachdem ich das gemacht hatte, nachdem ich gegangen war. Das gilt nicht nur für Sätze mit nachdem, sondern für alle Nebensätze mit allen Subjunktionen. So das oder so das. Dieser Konnektor zeigt eine Folge an. Das Fenster war offen, sodass frische Luft reinströmte. Es gibt übrigens einen kleinen Unterschied. So das betont in einem Satz eher das Adjektiv und verleiht dem Satz noch mehr Ausdruck, wenn man so sagen möchte. Also, ich war so müde, dass ich direkt einschlief. So das lässt den Satz etwas neutraler klingen. Zum Beispiel, ich war müde, sodass ich direkt einschlief. Du siehst den Unterschied. In dem beschreibt die Art und Weise, wie etwas passiert. Zum Beispiel, ich habe das Problem gelöst, indem ich nachgedacht habe. Ich nehme ab, indem ich viel Sport mache. Puh, das war diesmal ein ganz schön langes Video. Ich hoffe aber, dass du einiges mitgenommen hast. Und unter dem Video habe ich eine kleine Übung für dich mit Aufgaben zu den Konnektoren, die du in den Kommentaren beantworten kannst. Teste dich also selber, ob du auch alles richtig verstanden hast. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal.